Hattest du vorhin eigentlich Angst gehabt? Ich höre schon wieder einen Akkuschrauber. Sobald wir da sind, werdet ihr wissen, warum es Love Valley, also Liebestal heißt. Das kommt so ein ganz bestimmtes Gefühl irgendwie hoch. Das ist hier einfach so in der Türkei. Es ist nichts für Leute, die Platzangst haben. Ey, man sieht auch gar nichts mehr. Ich habe auch Platzangst. Da war ich durch. Klaustrophobisch. Das ist ja wie bei Friedfeuerstein. Ich weiß nicht, wie es da ums Eck weitergeht. Es ist spektakulär gerade. Oh, hier wird es nochmal richtig eng. Ah, man kommt schon außer Atem so. Das ist so, ich krieg Angst. Da wurden die kleinen Kinder reingesetzt. Oh gut, jetzt geht aber weiter. Oh, wie cool. Wir müssen uns nur merken, wie wir wieder zurückkommen. Hier soll es weitergehen, aber wo? Es ist total ein Spektakel hier. Wahnsinn. Wann will da jetzt durchgehen? Es ist richtig dunkel. 5 Meter über unseren Köpfen. Irgendwie aber haben wir uns total erschrocken. Krass ist das laut. Der Wagen ist stehen geblieben. Alles, was das Herz begehrt. In so einem kleinen Laden, ne? Ist alles da. Ist alles auf hier. Ja, super. Oh, total nachlässig geworden. Wir fühlen uns hier einfach zu sicher. Ja, das ist es wohl. Ich finde, so in so kleinen Läden ist das immer viel persönlicher einzukaufen. Und wenn man dann noch so ein paar Brocken in der Landessprache sprechen kann, jetzt in dem Fall Türkisch, dann bricht man auch immer gleich so das Eis und die Leute, die haben dann auch so ein Lächeln im Gesicht. Und es ist immer eine schöne Erfahrung. Und naja, wir wollten eigentlich viel weiter sein schon mit dem Türkisch, aber wir hatten irgendwie überhaupt keine Zeit. Wir sind halt permanent unterwegs. Aber das ist halt auch überhaupt kein Problem, weil Rosetta Stone, die App, das ist halt kein Abo, was einem da irgendwie im Nacken sitzt. Und wir kommen auch wieder richtig schnell in die App hinein, weil sie funktioniert so ganz intuitiv mit Bild- und Tonaufnahmen.
Bir kadın. Bir kadın. Bir adam. Bir Adam. Und wir haben ja Rosetta Stone einmal gekauft und wir können alle Sprachen jetzt ein Leben lang ausprobieren. Wir haben einen Link für euch in der Videobeschreibung, mit der spart ihr 50%. Und wenn ihr die App nicht mögt, dann gebt sie einfach wieder zurück und ihr kriegt nach 30 Tagen euer Geld zurück. Wir kommen gerade vom Einkaufen, wir haben 30 € bezahlt umgerechnet. Das erschien uns jetzt gerade erstmal so ein bisschen viel, weil wir hatten nur 2 Tüten voll und auch viel Gemüse vor allen Dingen. Aber wir haben auch Kaffee gekauft und ich glaube, der hatte so 7 € gekostet, also es haut hin. Wir werden jetzt ins Love Valley fahren, das soll ganz besonders sein und da sind wir schon gespannt, was uns da erwartet. Also eigentlich wissen wir ja, was uns erwartet. Aber trotzdem sind wir gespannt, wie es aussieht. Wie es wirkt. Es ist ja eben halt schon was anderes. Das haben wir ja jetzt beim letzten Video schon gesagt. Immer wieder was anderes, wenn man selber dort steht, als wie wenn man das jetzt irgendwie auf dem Fernseher gesehen hat oder auch durch irgendwelche Fotos. Weiter geht's. Richtig schöner Stellplatz mit direktem Blick auf das Love Valley. Nachts ist es hier sehr ruhig und tagsüber kommen ab und zu die Jeeps mit Touristen vorbei, aber alles sehr entspannt. An dem Platz waren keine Hunde und das Internet mit Turkcell war auch sehr gut. 4G, 4 Balken. Zufahrt ist etwas schwierig. Es soll Offroad sein. Mal sehen, was Offroad da bedeutet. Hier soll es losgehen. Sieht auch ein bisschen steil aus. Ob es jetzt Offroad ist. Wobei, was heißt Offroad, ne? Außerhalb von der Straße. Ja, es ist halt Piste. Offroad? Ein bisschen, ja. Aber ich glaube, mit normalen Autos kommt man hier trotzdem noch hoch. Ich muss hier eher gerade runterfahren und dann fährt jetzt hier so schräg rein. Also der ist schon ganz schön schräg. Was meinst du, wenn ich jetzt hier so gerade runter? Ja. Also ich würde sagen, das haben wir mal gut gelöst.
Auch ein schöner Ausblick. Aber leider nicht das Love Valley. Also richtig nahe kommt man da jetzt nicht ran von dieser Seite. Macht aber nichts. Wir haben aber einen Weg gefunden, wo man jetzt eigentlich so direkt dann runtersteigen kann von hier aus. Und wir bleiben jetzt hier. Wir werden ja mal gefragt, wo wir diese Leiter her haben und wo man die eventuell kaufen kann. Die kann man nicht kaufen. Die wurde vom Vorbesitzer gebaut und von daher ist es ein Einzelstück. Ich habe mich damals aber auch damit beschäftigt, wo man halt solche Leitern oder so ähnliche Leitern herbekommt. Ich habe bei vielen gesehen, dass sie im Prinzip Trittleiter benutzt haben. Es gibt auch eine bestimmte Marke, ich komme da gerade nicht drauf, die viele benutzen, wo dann letztendlich der hintere Teil dann abgeschnitten wird. Ich habe aber auch gesehen, dass es aus dem Musikbühnenbereich oder aus dem Bühnenbaubereich irgendwie Bullstage als Marke gibt, die irgendwie so eine Leitern bauen. Die sehen so ähnlich aus wie die hier. Kosten aber auch noch eine Mark. Also müsst ihr mal gucken. Bullstage könnt ihr ja mal sehen. Vielleicht packen wir sogar einen Link rein. Das ist eine mega geile Aussicht. Ja, und verhofft, ne? Irgendwie. Hier kann man noch mal viel besser sehen, das Red Valley. Stimmt, genau. Als von unserem anderen Stellplatz eben. Ja. Echt schön. Ja. Hattest du vorhin eigentlich Angst gehabt? Also mein Herz ist schon ein bisschen stehen geblieben wieder. Du meinst da, wo es so ganz steil schräg runter ging? Ja, genau. Also als ich angehalten bin und ausgestiegen bin, dachte ich schon so, oha. Ja, da hatte ich so ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Aber Angst ist auch ein guter Berater. Also an der Stelle war das richtig, dann auch auszusteigen und zu gucken, wie man am besten runterfährt. Und als ich dann gesehen habe, okay, so muss ich fahren, dann ging das eigentlich. Natürlich hat man halt so ein kleines unwohles Bauchgefühl, aber ist ja, also hat Odin ja mega gemeistert. Ne? Auf der Kamera sah das aber voll krass aus. Das sah richtig krass aus. Ja, ich bin schon ganz gespannt, wie das aussieht. Ich habe es da noch nicht gesehen. Ich saß da noch drin. Also ich würde sagen, dieses Gebiet hier ist was für Offroad-Anfänger. Ne? Irgendwie so wie für uns halt, sich so ein bisschen auszuprobieren. Weil was wäre jetzt schlimmstenfalls passiert? Na gut, kippen ist nicht so schön. Dann muss auch erstmal ein Fahrzeug hier hochkriegen, aber ansonsten ist das nicht so, ich glaube, das ist nicht so anspruchsvoll hier. Es war ja keine Klippe oder so, dann wären wir halt im Sand gekippt. Ja. Aber das will ich nie erleben. Ich höre schon wieder einen Akkuschrauber. Ich glaube, ich muss mal gucken, was da los ist. Ist hier schon wieder los? Ich habe gerade gesagt, ich höre schon wieder einen Akkuschrauber. Ja, die Heizung hat ein bisschen Luft. Also muss entlüftet werden. Nichts Dramatisches. Nö. Ist immer wieder spannend, da reinzugucken nach so langer Zeit. Aber ist noch alles an seinem Platz, ne? Hat alles gehalten, ja, wie soll. Das ist ja auch so. Das hier zum Beispiel, dieses Ding hier, das war noch gar nicht dran. Das habe ich nur extra angebaut. Das war einfach nur auf dem Kupferrohr. Da war nicht meine Halterung dran. Ansonsten mit den Kupferrohren hat sich das irgendwie bis jetzt bewährt. Also wird sich zeigen, wie sich das auf lange Sicht irgendwie halten wird. Aber die Befürchtung, die es am Anfang gab, jetzt auch von einigen Zuschauern, das wird alles nicht halten, wenn man irgendwie Rüttelpiste fährt und auf längere Zeit. We will see. Wir werden sehen, genau. Also eigentlich wollte ich nur Haare waschen und jetzt sieht es hier so aus. Das ist übrigens unser Außenherd, den wir in den ganzen 2 Jahren noch kein einziges Mal draußen benutzt haben. Weil ich nur drinnen koche. Ich finde es irgendwie drin irgendwie angenehmer. Naja, entweder verschenken wir ihn eines Tages oder vielleicht kommt er doch nochmal zum Einsatz. Ich weiß noch nicht. Ja, der ist gut. Der ist Wir auch haben gut. ihn drin benutzt, irgendwie eine Zeit lang. Ich weiß gar nicht warum. Weil der andere, hatten wir den schon? Ich weiß gar nicht genau. Nee, weiß ich auch nicht mehr. Ja. Nee, der ist auch gut. Ja. Stimmt. Zu dem Zeitpunkt hatten wir nämlich noch nicht die eingelassene Herdplatte drin. Das ist der Rahmenfeld. Da haben wir den benutzt.
interessant, ne? Ist ja mega spannend irgendwie. Das habe ich noch nie gesehen. Jetzt haben wir nicht nur gesehen, wie sie starten, sondern auch, wie sie landen. Richtig geil. Ja. Ein neuer Tag für uns in Kappadokien und für uns geht es jetzt ins Love Valley. Und für alle die, die es noch nicht kennen, sobald wir da sind, werdet ihr wissen, warum es Love Valley, also Liebestal heißt. Also wir befinden uns jetzt schon direkt vorm Love Valley. Wir gehen jetzt hier die ganzen Treppen runter und da unten gibt es ganz viele Wege. Und da werden wir heute lang gehen und uns alles anschauen und natürlich auch ein paar Drohnenaufnahmen machen für euch. Da konnte man gerade nicht sehen. Und da geht's runter. Ist ja auch super süß hier. Hier sind wir so total bequeme Stühle, also Sessel und dann noch so ein Loungebereich. Also ich glaube, wir werden nachher auf dem Rückweg hier der kleinen Bar mal einen Besuch abstatten. Man hat hier einen super tollen Ausblick. Es sieht richtig gemütlich aus. Der Besitzer hier, der baut hier gerade so eine Treppe aus dem Love Valley hoch und hat da oben ein kleines Café eingerichtet, wo man dann halt Chai, Nescafé und sowas trinken kann. Und ich denke, das fängt er jetzt erst gerade an, irgendwie auszubauen und finde ich irgendwie total klasse. Also es ist gerade mega steil, geht es da runter und die Treppen sind nur in den Felsen gehauen. Das ist richtig eng und wie gesagt, richtig, richtig steil. Ja, überleg mal, was für eine Arbeit das gewesen sein muss, die Treppen da reinzuhauen. Wahnsinn, der halbe Berg da fehlt. Unglaublich. Okay, da gehen wir jetzt runter. Übrigens, die Dinger, die heißen Feenkamine. Ich weiß ja nicht, was ihr gedacht habt. Also ich will mal was sagen so zu dem ganzen Feeling hier. Also man hört da hinten schon die Touristenmusik. Auf der anderen Seite singt der Muezzin und man hört ihn irgendwie kaum. Also die Landschaft hier, das ist wirklich total einzigartig. Aber wir haben Ende Oktober, hier sind Touristen ohne Ende und hier kommt überhaupt gar nicht so ein Gefühl irgendwie hoch. Wir werden auch die Drohne nicht starten lassen. Wir haben auch gesagt, irgendwie, wir haben einfach das Gefühl hier nicht, dass es, ja, es sind so viele Leute, es passt irgendwie heute nicht und ja, muss man auch mal gesagt haben. Es kann einfach auch nicht immer überall alles wunderschön sein, dass man sich überall wohlfühlt und hier ist halt einfach so ein Ort und ich glaube, ihr wisst, wir halten uns halt gerne in Gebieten auf, wo es nicht so touristisch ist. Von daher, ja, wir suchen nach einem neuen Platz für uns. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir das nicht erwartet hätten. Ne? Ja, so, genau. Also wir wussten natürlich, dass Kappadokien touristisch ist. Richtig, richtig. Nur das hier zeigt uns halt einfach wieder, warum wir eigentlich normalerweise woanders hinfahren. Aber wir haben es mal gesehen, es ist wirklich einzigartig hier, die Natur. Ja. Aber ja. Ja, wenn man es noch nicht gesehen hat, muss man es vielleicht auch mal gesehen haben. Aber es ist halt, das Flair kommt nicht rüber. Mit den Heißluftballons am Morgen ist das natürlich gigantisch, ne? Das ist wirklich bombastisch. Aber hier so wandern gehen, ja, da wandern wir lieber an so ein paar andere Trails, die ein bisschen einsamer sind. Ja, wie in Montenegro zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Das ist, was wir meinen. Kameras, das ist ein bisschen schwierig, ne? Ah, jetzt will ich weitergehen. Tut mir leid, jetzt bin ich angehalten. Tut mir leid! Szene versaut. Total.
Wir sind jetzt wieder im Café angekommen, wo unser Tag heute losging und wir werden gleich noch einen schönen Orangensaft kriegen und dann lassen wir den Tag ausklingen, ne? Genau. Ja. Morgen werden wir uns die Felsenstadt angucken, Ja. glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie so heißt. Das muss wohl atemberaubend sein da drin. Ja. Also, da bin ich echt gespannt. Wie viele das sind! So, nachdem wir ungefähr eine gefühlte halbe Stunde mit dem Parkplatzwächtern diskutiert haben, warum wir hier doch parken dürfen, weil wir eigentlich nichts anderes sind als ein Camper. Wir sollten eigentlich 70 bezahlen, obwohl unser Fahrzeug genauso groß ist, sage ich jetzt mal von der Breite und der Länge wie ein Camper, und die nur 30 bezahlen. Hat uns der Mann, dem dieser Shop hier gehört, für Teppiche, dabei geholfen zu übersetzen und das Ganze aufzuklären. Und er hat uns eingeladen jetzt auf einen Kaffee und ja, wieso nicht? Eigentlich wollten wir jetzt gerade direkt in die Burg, aber das nehmen wir doch an. Ne? Das ist übrigens unser erster Teppichladen, in dem wir jetzt sind, seitdem wir in der Türkei sind. Richtig schön. Ja. Richtig schön. Wow. Wow. Okay, wir dürfen nach hinten. Ah, okay. Küche. Auch, guck. Wunderschön. Oh. Türkischer Kaffee? Mokka. Mokka. Wohnen Sie hier auch? Also ist das... Nur Laden. Okay, nur Laden. Nur Laden. Okay. Wohnung noch. Okay, weil das so... Ich habe Hause. Okay, okay, Ich okay. schlafen. Sehr stark, ne? Ja, stark, aber lecker. Ja. Ja. Also die Teppiche bekommt er aus dem Umland. Also Freunde, die letztendlich herumfahren und gucken, ob es gute Teppiche gibt, und die kommen dann hierher und ihr guckt sich die dann an, ob er sie dann abkauft oder nicht. Und er hat erzählt, dass es jetzt so sein Laden ist, dass er muss auch keine Miete bezahlen, und das ist für ihn jetzt so in seinem späten Alter, er ist jetzt so um die 60, jetzt auch ein gutes Leben. Er arbeitet jetzt nicht viel, er verdient jetzt auch nicht viel, aber es reicht halt, um gut zu leben, und er ist glücklich. Das ist wirklich echt eindrucksvoller, als ich dachte. Also bei Google sah das nicht so cool aus. Es ist schön, dass wir hergekommen sind. Ja, unverhofft. Schön. Immer die tollsten Sachen, ne? Es wird ja irgendwie als Burg bezeichnet. Mal sehen, vielleicht kriegen wir ja raus, warum. Also vielleicht war es ja wirklich eine Festung oder sowas. Ich glaube, es soll Eintritt kosten irgendwie, ne? Mit Lesen, ne? Irgendwie 3 € oder sowas. Ja, Na, mal gucken. ah, gut, aber ist ja noch in Ordnung. Ne? Ich bin mal so richtig gespannt, wie das da drinnen aussieht. Ich habe jetzt Fotos auf Google gesehen, da ist ja nicht so viel zu sehen immer, aber ein paar waren dabei. Und das sieht schon sehr beeindruckend aus. Ich bin echt mal gespannt, wie verwinkelt das da wirklich drin ist. So, wir wollen ja noch weiter in die unterirdische Stadt, die gibt es auch noch. Da werden wir wahrscheinlich heute noch weiterfahren. Aber das angucken werden wir uns wahrscheinlich morgen. Und ich glaube, dass das eigentlich ähnlich sein muss, von der, wie eng das ist und naja, dass man halt einfach so richtig ins Staunen gerät. Ne? Teşekkür.
Allein schon hier dieser erste Raum, das kommt so ein ganz bestimmtes Gefühl irgendwie hoch. Ich kann das auch nicht so richtig beschreiben, aber das ist der erste Raum und das ist irgendwie eindrucksvoll. Hier stehen die ganzen alten Geräte, womit irgendwie, ich glaube, was produziert worden ist. Im Hintergrund ist irgendwie so türkische Musik, ist irgendwie... So haben wir uns das vorgestellt. So, wir sind in der Türkei, das ist gerade so, hier ist es gerade richtig intensiv. Als ob das irgendwie, naja, vielleicht mal irgendwelche Leute hier gewohnt haben oder so. Das kann natürlich sein, ne? Ich glaube auch. Ich glaube, hier hat jeder so Einwohner mit seiner Familie seine Höhle gehabt. Ja, so stellen wir uns das vor. Ne? Das ist so eine Hammeraussicht. Ja, vorhin haben wir noch da unten gestanden. Ich weiß jetzt, da ist das Love Valley. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wahrscheinlich mit dem Finger zeige ich jetzt nicht richtig drauf, aber da unten haben wir noch gerade gestanden. Von hier oben, also von dieser Burg aus, hat man so einen richtigen, schönen Blick über das gesamte Tal hier. Also es lohnt sich einfach hier rauf zu gehen, um das mal zu sehen. Das ist so magisch. Gestern habe ich ja noch einen Koller gekriegt, weil das so touristisch war im Love Valley. Und hier bin ich jetzt wieder total verzaubert. Also ich glaube, das ist hier einfach so in der Türkei. Also im Moment bin ich einfach total happy, dass wir hier sind und dass wir jetzt dann auch gleich weiterfahren und uns dann noch die Untergrundstadt angucken, was einfach so phänomenal ist. Also selbst, es ist ja viel los hier, aber das stört mich jetzt im Moment nicht im geringsten. Wir sind jetzt an unserem zweiten Highlight an einem Tag. Ich glaube, das gab es noch nie bei uns. Wir besuchen jetzt gleich die unterirdische Stadt. Die Autobahnfahrt haben wir nicht aufgenommen. Ich weiß nicht, interessiert euch das eigentlich? Da gab es halt nicht so viel zu sehen. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr es trotzdem sehen wollt. Das ist echt eng. Krass. Das ist richtig eng. Uns wurde gerade am Eingang angeboten, ob wir nicht einen Guide haben wollen, weil die Dame meinte, naja, man könnte sich ja auch verlaufen und dann wäre ein Guide halt irgendwie besser, weil es hier ganz viele kilometerweite Höhlensysteme gibt. Aber eigentlich, wenn man dem Pfeil folgt, sollte man sich nicht verlaufen. Hier ist jedoch ein Weg, da ist kein Pfeil eingezeichnet, aber es soll auch nur in eine Richtung gehen, also man muss den Weg auch wieder zurückgehen. Von daher überlegt euch das gut, ob ihr euch einen Guide nehmt. Wir wollen das jetzt erstmal so ausprobieren, denn wir erkunden ja die Sachen auch immer lieber alleine. Ja, wie teuer sollte der Guide sein? 60 €. Ja. Na gut, muss jeder selber wissen, aber man erfährt bestimmt auch sehr interessante Sachen, die man so jetzt alleine nicht sehen würde, welcher Raum für was damals da war. Von daher, das lohnt sich, kann sich halt aber auch lohnen. Das ist jetzt mal ein Gang ohne Pfeil und da werden wir jetzt mal reingehen. Also es ist nichts für Leute, die eher Platzangst haben, würde ich sagen. Also es wird schon so ein bisschen beklemmend, wenn man dann jetzt hier auch gleich so reingeht. Aber Stehhöhe. Ich denke, das muss sowas wie eine Wohnung gewesen sein, wo vielleicht, naja, also wo halt ein paar Leute gelebt haben. Vielleicht auch für Tiere oder Vorratskammer. Das sieht aus, als wäre das irgendwie ein Mühlstein. Aber ist es bestimmt nicht. Und da ist ein dunkles Loch. Und wer geht da rein? Fühlt sich jetzt irgendwie nicht so geil an, hier runter zu gehen.
Ey, man sieht auch gar nichts mehr. Nee. Es geht immer weiter runter. Ich glaube, ich gehe jetzt... Zurück, ne? Ja. Ja, ich auch. Okay. Nee, das will ich nicht. Ich bin kein Höhlenforscher. Das ist ganz schön eng. Ja. Hier ist irgendwie noch was. Nee, nee. Ist schon ein bisschen modrig hier, ne? Es geht immer weiter. Das ist auch so ein Stein. Man muss auch ganz genau aufpassen, wo man hintritt. Ja. Okay. Da geht es irgendwie runter. Da ist auch beleuchtet. Da ist irgendwie eine Stütze. Also normalerweise ist hier auch Licht. Das haben sie aber ausgemacht. Das zu? Da ist zu. Okay. Es riecht hier also auf jeden Fall sehr modrig und der Weg eben war noch okay so für mich. Die erste Höhle, also der erste Weg, da wäre ich jetzt nicht reingegangen. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe auch Platzangst. Also gerade wenn ich so auf Konzerte bin, das ist alles sehr eng, dann kriege ich echt Beklemmung. Hier ist das jetzt okay, weil hier sind auch große Räume und hier sind es auch viel so beleuchtet. Aber so ganz eng, wo es wirklich oben, unten, Seite, das ist für mich No-Go. Aber trotzdem stellen wir uns immer wieder diese Herausforderung, ne? Ja, natürlich, aber ich finde es jetzt noch, also hier kann man sich das ja noch aussuchen. Also man muss jetzt nicht diesen Weg da gehen, und, um irgendwo hinzukommen, sondern man hat ja noch hier verschiedene Möglichkeiten. Von daher, Ja. es ist sehr spektakulär und das lohnt sich auch, wenn man Platzangst hat. Man muss halt so für sich so jetzt hier so die Mitte finden. Das hier ist eine Kirche. Das waren ja schon die ersten, die sind zurückgegangen, weil denen irgendwie schlecht geworden ist. Hier ist halt wenig Luft drin. Ne? Langsam gehen, langsam atmen. Es ist genug Sauerstoff hier, aber man muss halt sich langsam bewegen, dass man nicht zu viel verbraucht. Oh, krass. Okay, ich verstehe jetzt, warum die Luft nicht zurückgehen. Weil da geht es weiter. Und das ist, wenn man mal so die Proportion sieht, wie groß ich bin, da soll ich durch. Also das erfordert Mut, da durchzugehen. Okay, sehr eng. Sehr gut. Klaustrophobisch. Aber ich bin sicher, der nächste Raum kommt, wo es wieder größer wird. Man muss einfach nur durchhalten. Krass, ey. Also wir können jetzt nach links und nach rechts gehen. Ich gehe jetzt mal nach links. So. Okay. Okay. Es ist alles okay. Ja. Also ich glaube wirklich, das ist nicht für jedermann hier was. Nee. Das sollte man sich wirklich gut überlegen. Also wer Platzangst hat, das kostet immerhin noch 10 € und dann, wenn du dann zurückgehst, ja, dann sind jetzt 10 € weg. Ne? Gut. Aber wir werden weitergehen. Wir stehen das durch. Das ist ja cool. Jetzt ist doch klar, was das ist, ne? Richtig. Das sind Türen. Die werden davor geschoben. Das ist ja wie bei Fried Feuerstein. Ja, ne? Aber wer kann die bewegen? Das ist ja riesig. Hier ist nicht so schlimm. Alles okay. Der andere Gang eben, der war enger. Okay. Also man geht hier von Höhle zu Höhle und das macht es eigentlich ganz angenehm. So, man muss halt so ein bisschen mit der Luft aushalten. Ja. Aber es sind doch überall rote Pfeile, also man kann sich auch wirklich nicht verlaufen geht nicht. Da haben die uns jetzt ein bisschen Angst gemacht da am Eingang. Ne? Ja.
Stehhöhe 1,70. Sehr, sehr langer Weg. Aber okay. Ich weiß nicht, wie es da ums Eck weitergeht. Ja, ich gehe mal vorne. Soll ich vorgehen? Diesmal geht Yvonne vor. Okay. Extremsbedingungen für den Kameramann. Ich sage euch, was ein Abenteuer. Also ich finde es richtig genial. Es ist total aufregend. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann wir das letzte Mal sowas Cooles gemacht haben. Es ist einfach, oder? Das ist spektakulär gerade. Man braucht ein bisschen Mut, aber das lohnt sich absolut. Ich finde es gerade, ja, ich kriege so Adrenalin in mir. Das ist echt geil. Gut. Weiter. Oh boah, ja, der ist richtig lang. Der ist richtig lang. Ich merke, wie ich mit meinem Rücken gegen die Decke stoße. Der ist richtig lang. Oh Gott. Oh mein Gott, ich sehe das Ende. Oh Gott. Oh Mann. Oh, jetzt wird es nochmal richtig eng. Oh. Oh je. Okay. Oh Gott. Gut. Okay. Hauptsache der nächste Raum kommt. Oh ja. Jetzt wieder Luft schnappen. So wieder ein bisschen klarkommen. Und dann. Ein bisschen weniger schnell atmen. Ja. Aber man kommt schon außer Atem so. Ja, mir ist auch richtig warm. Richtig warm. So voll kann es dann auch mal werden. Da fragt man sich natürlich schon, wie lange reicht eigentlich dieser Sauerstoff hier, wenn hier so viele Leute so lange in so einer kleinen Höhle rumstehen. Er reicht. Aber es ist, ja? Ja, wir hatten erst gedacht, wir ziehen uns mal lieber noch mal eine dicke Strickjacke mit. Das wird bestimmt in der Höhle richtig kalt. Aber ganz im Gegenteil, es ist hier so warm. Also T-Shirt reicht. Nicht so viel anziehen. Ja, genau. Wir überlegen, ob wir da reingehen. Da bist du noch ein bisschen unsicher. Ja, wir sind jetzt, glaube ich, in der letzten Höhle, wo es sozusagen wieder zurückgeht. Wir haben das an den Pfeilen gemerkt. Der Pfeil ist von Rot auf Lila umgeschwungen. Genau. Das heißt, dann sind wir schon auf dem Rückweg. Deswegen wir überlegen gerade, da jetzt mal runter zu gehen. Da ist so ein schwacher Lichtschein. Keiner geht da runter, das ist auch kein Pfeil. Aber offensichtlich kann man runtergehen. Das ist richtig kühl. Ja. Und steil. Oh, das ist zu. Ich krieg Angst, das ist zu. Okay, Man muss umdrehen. Man muss umdrehen. Okay. Okay, dann mal schnell raus hier. Okay. Oh. Gut. Also das ist dann ein bisschen eklig, wenn er zu ist, wenn man vor der Wand steht. No. There's about this way, right? Yeah. And then I know you're gonna be so thankful to the God when you see the sun. So. Wir haben jetzt noch einen Gang gefunden. Genau, wir haben noch eine Höhle gefunden. Vorm Ausgang, ohne Pfeil. Da ist kühl und deswegen bin ich da runter. Nochmal ein letztes Abenteuer. Also ich glaube, das dauert nicht mehr lange, bis wir hier raus sind wieder. Ja. Da hinten ist ein Licht. Das geht immer weiter hier. Höhle. Okay. Und hier ist wieder so ein Stein. Hier ist wieder so ein Stein, genau. Ich gehe mal eben weiter. Und der passt genau, um das Ding zu verschließen, ne? Ja. Okay. Und hier ist auch alles beleuchtet. Ja. Wie cool. Oh. Und das gehört hier nicht zum offiziellen Weg. Nee. Oh Gott, guck mal, da geht's auch noch weiter. Oh, wie cool. Oh, krass. Oh. Wir müssen uns nur merken, wie wir wieder zurückkommen. Ja, ich glaube, das ist jetzt noch einfach. Ja. Pass auf, der Boden ist total uneben. Ja. Und
hier ist alles zugemauert. Man muss echt auf die Löcher im Boden aufpassen. Sehr cool. Das ist ja geil. Hier geht's auch noch runter. Okay. Cool. Echt? Pass bloß auf, wegen der Treppen. Okay, ja. Hey, hier geht's noch weiter. Da wurden die kleinen Kinder reingesetzt, wenn sie nicht artig waren. Ja, überlegt euch, ist das gut. Ob ihr das nächste Mal wieder böse Kommentare schreibt. So, hier soll es weitergehen, aber wo? Da runter? Hier runter? Ich glaube. Okay. Ah ja. Ist ja doch etwas verwinkelt, ne? Ja, wir hatten gelesen, dass dann auch Tiere hier beherbergt wurden in dieser Höhlenstadt. Und das muss wohl, ob es jetzt für Tiere ist, hier steht nur Food Storage. Die hätten hier alles aufgefuttert. Ich glaube, die waren woanders. Stimmt. Also hier waren die Tiere nicht. Okay. Hier geht's weiter. Nein, das ist zugemauert. Ups. Und da links auch, ne? Und das auch zu. Okay. Hier geht's nicht weiter. Ja, zurück. Ja, hier hat man gewohnt drin. Okay. Vorratskammer oder so. Kleine, enge Gänge. Wir haben richtig viel gesehen und ich habe jetzt sehr, sehr Hunger. Ich möchte jetzt hier raus und wir suchen jetzt den lila Pfeil, weil der bringt einen dann zum Ausgang. Genau, mittlerweile haben wir ein bisschen die Orientierung verloren. Ja, also wir suchen jetzt den lila Pfeil. Da ist er, da ist er. Wir haben uns nicht verlaufen ohne Guide. Wir haben es auch selber geschafft. Okay, dann mal ab nach Hause. Also, erstmal Essen suchen. genau. Aber wieso geht das jetzt wieder runter? Ich dachte, es geht hoch. Ich verstehe das auch noch nicht. Ich glaube, das ist noch nicht zu Ende. Ich finde übrigens, da wo die lila Pfeile anfangen, wird es eigentlich am interessantesten. Also die ankündigen, dass es zum Ausgang geht. Die letzten Treppen. Wird nochmal steil. Da steht Exit drauf, aber das geht nicht auf. Ah, Dankeschön. Na, wie findest du es hier direkt an der Straße? Ja, es war anders. Also wir wollten es ja jetzt irgendwie auch so machen, dass wir nicht bei diesen teuren Touri-Restaurants essen, sondern halt ein Stückchen weiter. Das ist hier jetzt halt ein kleines Restaurant. Da ist so ein alter Mann dahinter, das fand ich irgendwie ganz niedlich so, den wollten wir unterstützen dann auch. Und irgendwie hat das ja hier an der Straße auch so ein bisschen Flair, auch wenn es jetzt gerade ein bisschen laut ist und hier gerade so eine Biker-Kolonne langkommt. Das ist ja Wahnsinn, das müssen wir euch mal zeigen.